Der Konflikt. In jeder Beziehung gibt es Konflikte. Auftreten. Es ist üblich, dass Probleme bei der Arbeit auftreten. Es treten Konflikte auf. Im Zusammenleben mit anderen Menschen treten immer wieder Konflikte auf. Das Konfliktmanagement. Das Konfliktmanagement in unserem Unternehmen ist sehr effektiv. Beklagen. Sie beklagt sich über ihre Arbeit bei ihrem Chef. Vorwerfen. Sie warf ihm vor, nicht ehrlich zu sein. Demotivieren. Eine schlechte Note kann Studenten demotivieren. Losgehen aufeinander. Die beiden Kollegen gehen oft aufeinander los. Es ruhig angehen lassen. Wir sollten diese Angelegenheit ruhig angehen lassen. Überlastet sein. Ich fühle mich oft überlastet bei der Arbeit. Bewältigen. Wir müssen die Herausforderungen bewältigen, die uns gestellt werden. Die Bewältigung. Die Bewältigung von Stress ist wichtig für unsere Gesundheit. Die Konfliktbewältigung. In der Konfliktbewältigung ist es wichtig, die Standpunkte der anderen zu verstehen. Die Strategie. Ohne eine klare Strategie ist es schwierig, ein Ziel zu erreichen. Die Führungskompetenz. Führungskompetenz kann durch Schulungen und Erfahrung verbessert werden. Die Führungskultur. Eine positive Führungskultur fördert eine offene Kommunikation und eine Atmosphäre des Vertrauens. Die Kommunikationsfähigkeit. Eine gute Kommunikationsfähigkeit ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Die Bevorzugung. Eine faire und transparente Arbeitsumgebung ist wichtig, um Bevorzugung zu vermeiden. Bevorzugen. Der Chef scheint den neuen Mitarbeiter zu bevorzugen. Neidisch. Ich bin neidisch auf dein neues Auto. Die Vorgesetzte. Mein Vorgesetzter hat mir neue Aufgaben zugeteilt. Die Arroganz. Seine Arroganz stößt viele Kollegen ab. Die Selbstüberschätzung. Seine Selbstüberschätzung führt oft zu falschen Entscheidungen. Die Unzuverlässigkeit. Seine Unzuverlässigkeit hat uns bereits mehrmals in Schwierigkeiten gebracht. Überfordern. Ich fühle mich oft überfordert mit meinen Aufgaben. Unterfordern. Ich fühle mich unterfordert und würde gerne mehr Aufgaben übernehmen. Intrigant. Seine intrigante Art hat das Team gespalten. Der Akteur.
Die Akteure des Konflikts wurden von beiden Seiten befragt. Die Interaktion von verschiedenen Teams kann zu innovativen Lösungen führen. Die Differenz. Es gibt eine Differenz zwischen den beiden Meinungen. Die Unvereinbarkeit. Es gibt eine Unvereinbarkeit zwischen diesen beiden Ideen. Verwirklichen. Ich will meinen Traum verwirklichen und ein Buch schreiben. Beeinträchtigen. Lärm kann die Gesundheit beeinträchtigen. Die Beeinträchtigung. Die Beeinträchtigung meiner Sehkraft hat meine Fähigkeit beeinträchtigt, meinen Job gut auszuführen. Der Umbruch. Nach dem Umbruch in der Firma mussten viele Mitarbeiter gehen. Fusionieren. Die beiden Firmen haben beschlossen, zu fusionieren. Die Fusion. Die Fusion der beiden Unternehmen war ein großer Erfolg. Initiieren. Die Regierung hat eine Untersuchung initiieren lassen. Beschönigen. Die Firma hat versucht, die Zahlen zu beschönigen. Unerfindlich. Die Ursache für das Problem ist unerfindlich. Ansetzen. Wir sollten eine Besprechung ansetzen, um das Problem zu lösen. Der Ehrgeiz. Ich habe viel Ehrgeiz, um meine Ziele zu erreichen. Die Sucht. Sie hat eine Sucht nach Schokolade. Die Profilierungssucht. Seine Profilierungssucht ist sehr offensichtlich. Die Erwartung. Ich habe die Erwartung, dass du pünktlich kommst. Die Vorgabe. Die Vorgabe war, dass wir bis zum Ende des Monats fertig sein sollten. Die Auseinandersetzung. Es gibt eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Abteilungen. Die Kontroverse. Die Kontroverse um das Thema hat viele Diskussionen ausgelöst. Die Meinungsverschiedenheit. Es gibt Meinungsverschiedenheiten darüber, wie das Projekt durchgeführt werden sollte. Streit bricht aus. Plötzlich bricht ein Streit aus, und alles eskaliert. Autoritär, hierarchisch. Die Führung des Unternehmens ist autoritär und hierarchisch. Partizipativ. Wir sollten eine partizipative und demokratische Entscheidungsfindung fördern. Schwelen. Ein Konflikt kann schwelen und irgendwann ausbrechen. Austragen. Wir müssen den Konflikt austragen und eine Lösung finden. Blockieren. Seine ständigen Unterbrechungen blockieren den Fortschritt des Meetings.
Der Klatsch. In vielen Büros gibt es viel Klatsch und Tratsch. Tratschen. Der Klatsch und Tratsch im Büro kann sehr störend sein. Das Gerücht. Das Gerücht verbreitet sich schnell und kann Schaden anrichten. Das Vorgehen. Das Vorgehen zur Lösung des Problems sollte gut durchdacht sein. Die Bedrohung. Die Bedrohung durch Cyberangriffe nimmt ständig zu. Recht machen. Er hat sich endlich recht gemacht und die Wahrheit zugegeben. Die Teambesprechung. Die nächste Teambesprechung ist für morgen geplant. Die Gesprächsführung. Eine gute Gesprächsführung ist wichtig, um Konflikte zu vermeiden. Konstruktiv. Wir sollten konstruktive Kritik üben, um uns zu verbessern. Rundlaufen. Die Zusammenarbeit läuft rund, weil wir uns gut ergänzen. An sich reißen. Er hat die Verantwortung für das Projekt an sich gerissen, ohne uns zu fragen. Arrogant. Seine arrogante Art macht es schwer, mit ihm zu arbeiten. Eingreifen. Wenn wir nicht schnell eingreifen, könnte der Konflikt eskalieren. Die Untergebene. Die Untergebenen sollten in Entscheidungen mit einbezogen werden. Die Anregung. Ich habe eine Anregung, wie wir die Sache angehen können. Die Sicht. Wir sollten die Sache aus seiner Sicht betrachten, bevor wir urteilen. Seine Sicht schildern. Ich möchte gerne meine Sicht der Dinge schildern. Einig sein. Wir sind uns einig, dass wir das Projekt so umsetzen werden. Aufstellen. Wir haben uns auf Regeln für die Zusammenarbeit geeinigt. Vor Augen haben. Es ist wichtig, dass wir bei der Entscheidung alle Fakten vor Augen haben. Ausreden. Bitte lass mich ausreden, damit ich meine Sichtweise darlegen kann. Unterbrechen. Es ist nicht höflich, jemanden beim Reden zu unterbrechen. Eine Bewertung abgeben. Kannst du bitte eine kurze Bewertung zu dem Projekt abgeben? Der Vorwurf. Es ist nicht fair, solche Vorwürfe zu machen, ohne Beweise zu haben. Vorwürfe machen. Bitte hör auf, mir ständig Vorwürfe zu machen. Die Ich-Botschaft. Wenn du dich verletzt fühlst, versuche bitte, deine Gefühle mit einer Ich-Botschaft auszudrücken. Ich-Botschaften formulieren. Wir sollten lernen, Ich-Botschaften zu formulieren, um besser zu kommunizieren. Das Protokoll.
Bitte vermerke alles Wichtige im Protokoll. Anlaufen. Wann soll das Projekt anlaufen? Das Projekt läuft an. Das Projekt läuft endlich an, und wir können starten. Unbefriedigend. Meine aktuelle Arbeitssituation ist unbefriedigend, und ich suche nach Veränderung. Ausgelastet sein. Ich bin momentan sehr ausgelastet und brauche dringend eine Pause. Entlasten. Ich werde versuchen, meine Arbeit effizienter zu organisieren, um mich etwas zu entlasten. Aufgaben übertragen. Ich werde dir einige Aufgaben übertragen, um meine Arbeitslast zu reduzieren. Aufgaben verteilen. Wir müssen die Aufgaben besser verteilen, um effektiver arbeiten zu können. Zuarbeiten. Ich kann dir gerne bei deinen Aufgaben zuarbeiten und unterstützen. Sich anschließen. Ich schließe mich dir gerne an, um gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten. Lustig machen. Du solltest aufhören, dich über andere lustig zu machen, das ist nicht fair. Kooperativ. Wir sollten kooperativ arbeiten und uns gegenseitig unterstützen, um unsere Ziele zu erreichen. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich das Problem lösen soll. Ausgeschlossen sein. Leider sind Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen oft ausgeschlossen. Sich ausgeschlossen fühlen. Ich fühle mich manchmal ausgeschlossen von der Gruppe. Die Verantwortung tragen für. Als Geschäftsführer trage ich die Verantwortung für das Unternehmen. In der Verantwortung liegen von. In der Verantwortung für die Umsetzung des Projekts liegt bei uns allen. In Verbindung setzen. Bitte setzen Sie sich mit dem Kundenservice in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten. Sich kurz fassen. Kannst du dich bitte kurz fassen? Wir haben nicht viel Zeit. Sich beschränken auf. Wir sollten uns auf unsere Ziele beschränken, um uns nicht zu überfordern. Die Priorität. Prioritäten setzen hilft uns, unsere Ziele zu erreichen. Priorität haben. Die Sicherheit hat bei der Arbeit immer Priorität. Die Vereinbarung. Wir müssen uns an die Vereinbarungen halten, die wir getroffen haben. Der Protokollant. Der Protokollant hat alle wichtigen Punkte des Meetings notiert. Das Verlaufsprotokoll. Das Verlaufsprotokoll gibt einen Überblick über den Ablauf der Besprechung. Der Redebeitrag. Jeder Teilnehmer sollte sich mit einem kurzen Redebeitrag beteiligen. Redebeiträge wiedergeben.
Ich möchte die wichtigsten Punkte deines Redebeitrags gerne wiedergeben. Ersichtlich sein. Es ist wichtig, dass die Informationen in unserem Bericht ersichtlich sind. Chronologisch. Bitte erzähle mir alles chronologisch, damit ich es besser verstehe. Stichpunktartig aufführen. Ich habe die wichtigsten Punkte meiner Präsentation stichpunktartig aufgeführt. Das Ergebnisprotokoll. Das Ergebnisprotokoll ist sehr übersichtlich und hilfreich. Ergebnisse festhalten. Es ist wichtig, die Ergebnisse der Forschung festzuhalten. Der Überblick. Kannst du mir einen Überblick über das Projekt geben? Die Problematik. Wir müssen die Problematik angehen, bevor es zu spät ist. Der Fall. In diesem Fall müssen wir uns an den Vorgesetzten wenden. Fälle bearbeiten. Die Mitarbeiter müssen viele Fälle pro Tag bearbeiten. Einarbeiten. Ich werde den neuen Mitarbeiter in das Team einarbeiten. Um Rat fragen. Kannst du mir einen Rat geben, wie ich das Problem lösen kann? Gereizt. Er ist gereizt, weil er seit Stunden auf eine wichtige E-Mail wartet. Stocken. Das Projekt stockt, weil wir nicht genügend Ressourcen haben. Ein Gespräch stockt. Es tut mir leid, dass das Gespräch stockt, lass uns über ein anderes Thema sprechen. Zum Laufen bringen. Ich versuche immer, das Gespräch mit offenen Fragen wieder zum Laufen zu bringen. Eine Zwischenfrage stellen. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Einhaken. Kann ich mich in eure Diskussion einhaken? Nachfragen. Ich werde bei ihm nachfragen, ob er Zeit hat. Sich anfreunden mit. Sie hat sich schnell mit ihren neuen Kollegen angefreundet. Sich mit einem Vorschlag anfreunden. Ich war zunächst skeptisch, aber ich habe mich schließlich mit dem Vorschlag angefreundet. Die Umschreibung. Kannst du mir bitte eine Umschreibung dieses schwierigen Begriffs geben? Auf den Punkt bringen. Kannst du bitte auf den Punkt bringen, was du damit meinst?